Guten Morgen, Herr Dr. Spohr. Hallo. Ja, guten Morgen allerseits und auch guten Morgen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Sehr schön. Sehr Ganz schön. herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei uns zu sein heute. Wie gesagt, der Martin hat im Intro ja schon darauf hingewiesen, Sie sind schon ein paar Jahre im Geschäft. Von daher finde ich es umso schöner. Wir haben ja auch viele Startups und so, die jetzt dabei sind, auch hier beim InnoPod, auch in diesem Netzwerk vom InnoPod, natürlich auch interessiert sind. Was sind denn so die Grundlagen von dem, was wir da alles tun, wie wir handeln? Sie sind seit 25 Jahren im Geschäft, Sie sind in Aachen zu Hause und auch tätig. Von daher auch natürlich eine Frohnatur. Wir wollen bei dem Event hier heute auch ein bisschen Spaß haben, nicht irgendwie dogmatisch Finger zeigen irgendwo, wenn es um Energiekonsum etc. geht, sondern wir wollen Leute inspirieren. Und ich glaube, da sind Sie für uns ein super Sprecher. Ja. Sie haben eine kleine Präsentation vorbereitet. Eins habe ich vergessen, Martin, weil ganz spannend ist beim Dr. Spohr. Sie korrigieren mich nachher. Es gibt alle möglichen Connecten zu Sprechern, die bei uns an den nächsten Tagen auch dabei sein werden. Ja, Martin, da weißt du was? Genau, da laufen ja die Fäden zusammen. Wie gesagt, Shiftphone, Carsten Waldeck habe ich schon erwähnt. Den kennt ihr, Frameworks, die Jungs vom Framework kennt ihr wahrscheinlich auch, oder Herr Spohr? Das kennen Sie auch. Und also mit der Firma Shiftphone haben wir ein gemeinsames Projekt. Den Herrn Carsten Waldeck habe ich jetzt noch nicht persönlich kennengelernt, aber seinen Bruder Samuel Waldeck. Ja. Und da werde ich gleich noch was zu sagen, weil das ein Paradebeispiel ist für gelebte Nachhaltigkeit. Also dann, genau. Wie gesagt, wir freuen uns auf Ihren Vortrag, 20 Minuten Präsentation, dann machen wir eine kurze Q&A. Wenn es Fragen gibt, im Moment wegen mir haben wir ein kleines technisches Problem, gerne Fragen an redaktion@greentech.live senden. Wir kümmern uns, im Hintergrund haben wir ein Redaktionsteam. Herr Dr. Spohr, wann immer Sie bereit sind mit Ihrer Präsentation. Genau, ja, Sie müssen ich mache jetzt den Bildschirm frei. Genau, Screenshot sharen bitte. So, können Sie das sehen? Jawohl. Bitte, Herr Dr. Spohr, Ihre Bühne. Also nochmal ganz herzlich guten Morgen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ich heute auf der GreenTech Online-Konferenz zu Ihnen sprechen kann. Auch wenn wir derzeit ein trauriges Thema haben, es wurde eben schon angesprochen, sollten wir den Mut nicht verlieren. Wir müssen uns mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen und auch mit dem Thema Ressourcen- und Klimaschutz. Das ist dringender denn je, wie wir jetzt sehen, in welche Abhängigkeiten, was die Rohstoffversorgung angeht, wir geraten können. Ich werde kurz mich hier vorstellen. Ich bin von Hause aus Bergbauingenieur, also ganz nah an der Primärrohstoffversorgung. Und wir Bergingenieure sind es gewohnt, uns mit Lagerstätten, mit der Gewinnung und auch mit der Aufbereitung und Vermarktung von Primärrohstoffen zu beschäftigen. Der Schwerpunkt geht aber, oder die Entwicklung geht jetzt in Richtung Sekundärrohstoffwirtschaft. Und wir werden noch sehen im Laufe meines Vortrags, dass das auch einen sehr engen Bezug zum Klimaschutz hat. Nach meinem Bergbaustudium war ich 2 Jahre an der Technischen Universität Clausthal. Der eine oder andere weiß vielleicht, die Bergingenieure werden hier im Wesentlichen an 3 Universitäten ausgebildet, in Aachen, in Clausthal und an der TU Bergakademie in Freiberg. Mit denen haben wir jetzt auch ein gemeinsames Projekt. Ich war dann im Anschluss Doktorand im Forschungszentrum Jülich, habe dort eine Promotion mit der RWTH Aachen erarbeitet, Verwertung von Aschen- und Rauchgasreinigungsrückständen. Ja, danach habe ich mich also nicht selbstständig 4 Jahre in Essen betätigt, habe dort den Bereich Abfallwirtschaft aufgebaut, mich mit Arbeitsschutz und Qualitätsmanagement beschäftigt. Das ist ganz wichtig, wenn wir Kreisläufe schließen wollen. Und seit 1995 bin ich also selbstständig, war dort auch gutachterlich an der Novelle der Verpackungsverordnung seinerzeit beteiligt und bin nun im Bereich Consulting, aber auch als Referent für verschiedene Seminarveranstalter und auch im operativen Geschäft, Stichwort Rohstoffrückgewinnung aus Produkten jedweder Art beschäftigt. Ja, in meinem Ingenieurbüro in Aachen beschäftige ich mich natürlich mit dem Thema Umweltschutz, Kreislaufwirtschaft, Rohstoffrückgewinnung, Circular Economy als Stichwort, dann Arbeitsschutz, Chemikalienmanagement und Prozessmanagement. All diese 3 Bereiche gehören zusammen und müssen miteinander verknüpft werden.
Wenn wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, dann hat der Begriff Nachhaltigkeit eigentlich 3 Komponenten. Einmal eine ökologische Komponente natürlich, eine ökonomische und vor allen Dingen auch eine soziale Komponente. Sie sehen hier links zum Beispiel die fürchterliche Situation nach der Flut hier im Rheinland, wo also sich die Elektroaltgeräte sozusagen gehäuft, getürmt haben. Das zeigt mal, welches Ausmaß auch diese Katastrophe hat. In der Mitte sehen wir eine unerträgliche Situation, dass also Menschen hier in Afrika oder wo auch immer in irgendwelche Löcher krabbeln und dann im kleinen Bergbau Rohstoffe gewinnen. Das muss unbedingt aufhören. Das ist die soziale Komponente der Nachhaltigkeit. Und wenn wir rechts schauen, dann ist das sicherlich keine sachgemäße Behandlung von Elektroaltgeräten. Hier wird also unter übelsten Bedingungen mit diesen wichtigen Rohstoffquellen umgegangen. Auch das muss unbedingt aufhören. Meine Damen und Herren, wir sind unter Zeitdruck. Die Uhr tickt, wir müssen uns mit dem Klimaschutz dringendst auseinandersetzen. Uns verbleibt nicht mehr viel Zeit, wenn wir das 1,5 Grad Ziel erreichen wollen. Insofern ist hier Eile geboten. Wir müssen die Dinge miteinander verknüpfen. Wenn wir uns die Rohstoffsituation anschauen, so müssen wir festhalten, dass also der Bedarf und auch die Anzahl der Elemente, die wir mittlerweile benötigen für unsere Hightech-Produkte, stetig zugenommen hat. Von ganz wenigen Elementen dann über das Zeitalter der Dampfmaschine und die Entwicklung und Erfindung des Autos, des Kraftfahrzeugs, bis hin zur heutigen Hightech-Industrie ist also die Anzahl der Elemente stetig gestiegen. Und das setzt uns oder stellt uns vor neue Herausforderungen. Wir sollten wissen oder Sie sollten auch wissen, dass viele dieser Rohstoffe kritisch sind. Versorgungskritisch heißt das. Das heißt, es ist die Frage, ob wir an diese Rohstoffe herankommen. Und die Anzahl ist also auch gewaltig gewachsen, von 14 in 2011 auf mittlerweile 30 kritische Rohstoffe, die die EU identifiziert hat. Meine Damen und Herren, wir erleben es gerade hautnah, was passiert, wenn hier Konflikte entstehen. Das ganze Thema Rohstoffversorgung ist kein geologisches Problem, sondern ein Verfügbarkeits- und vor allen Dingen ein Preisproblem. Die Preise schnellen in die Höhe. Energierohstoffe, Sie merken es selber an den Tankstellen. Ich habe jetzt mal die Preise für Metalle erhoben. Kupfer, da liegt der Preis pro Tonne mittlerweile bei 9.500 Euro pro Tonne. Das hat es noch nie gegeben. Aluminium 3.600 Euro pro Tonne. Das zeigt also, hier müssen wir was machen. Und auch die Erzeugung von Primäraluminium ist mit hohen Stromverbräuchen verbunden. 17 Megawattstunden brauchen wir für eine Tonne Primäraluminium. Da ist doch die Gewinnung als Sekundäraluminium deutlich besser und auch besser für den Klimaschutz. Nun, wenn diese Exportquoten seitens der Lieferanten gedrosselt werden, haben wir ein ernsthaftes Problem. Das erleben wir ja derzeit. Und das betrifft auch Metalle der seltenen Erden, aber vor allen Dingen auch wirtschaftsstrategische Rohstoffe. Interessant ist, dass die Industrie relativ wenig weiß über die Rohstoffe, die sie in ihren Produkten verbaut. Es ist für mich unerklärlich, dass 25% der Unternehmen nicht wissen, dass sie Metalle der seltenen Erden in ihren Produkten haben. Da ist also dringender Handlungsbedarf, was das Informations- und Beschaffungsmanagement in Unternehmen betrifft. Sie haben es vielleicht auch verfolgt. Wir haben mittlerweile ein nationales Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz bekommen. Das tritt am 1. Januar in Kraft. Und da geht es darum, zu ermitteln, wo kommen die Rohstoffe her? Werden sie unter menschenwürdigen Bedingungen erzeugt? Und wie gelangen sie in unsere Lieferkette? Die Europäische Union hat ebenso jetzt kürzlich am 23. Februar ein europäisches Lieferkettengesetz vorgelegt. Dieses geht weiter als das nationale, was im nächsten Jahr in Kraft tritt und betrifft Unternehmen auch mit 500 Mitarbeitern und 150 Millionen Euro Jahresnettoumsatz. Für bestimmte Risikosektoren, wie zum Beispiel Textil, Landwirtschaft und Bergbau, ist die Mitarbeiterzahl geringer, 250, und der Umsatz bei 40 Millionen Nettoumsatz.
Was hier interessant ist, dass die Unternehmen verpflichtet werden, einen Klimaschutzplan zu erarbeiten und dass es hier auch eine zivilrechtliche Komponente gibt bei Verstößen, dass also hier zivilrechtliche Haftungsrisiken bestehen. Ja, wenn wir uns mit dem Thema Rohstoffe beschäftigen, sollten Sie, ich will jetzt nicht auf das gesamte Elektroaltgerätegesetz eingehen, weil es die Elektronik natürlich betrifft. Sie sollten wissen, es gibt eine Behandlungsverordnung, die tritt im Juli in Kraft. Es geht um effizientere Schadstoffentfrachtung. Wir müssen wertstoffhaltige Komponenten entnehmen. Wir müssen die Leiterplatten, die besonders rohstoffhaltig sind, aus den Geräten entfernen und nicht einfach nur die Geräte zerkleinern, sprich schreddern. Und da gibt es also ganz konkrete Behandlungsanforderungen, auf die ich aber jetzt aus Zeitgründen natürlich nicht eingehen kann. Meine Damen und Herren, das Thema Klimaschutz, Umweltschutz ist sehr eng verknüpft. Die Europäische Union hat hier den Green Deal verabschiedet. Das ist sozusagen ein Projekt, was der Herr Timmermans, der Vizepräsident der EU-Kommission, auf die Schiene gesetzt hat. Ich will das im Einzelnen nicht erläutern. Es gibt jedenfalls verschiedene Bereiche, die für den Green Deal von Interesse sind. Und in dem Zusammenhang hat die EU einen Aktionsplan Kreislaufwirtschaft erarbeitet. Der beinhaltet einen Rahmen für eine nachhaltige Produktpolitik, Wertschöpfung aus Produkten, aber auch Gebäuden, weniger Abfall, mehr Wert und eine funktionierende Kreislaufwirtschaft für Menschen, Regionen und Städte. In diesem Rahmen gibt es dann zentrale Produktwertschöpfungsketten. Rot habe ich hier unterlegt die Elektronik und die Informations- und Kommunikationstechnik. Die ist ganz bedeutsam, weil dort eben die versorgungskritischen Rohstoffe enthalten sind in den Produkten, die wir tagtäglich herstellen. Ja, Circular Economy, meine Damen und Herren, ist eine Abkehr von der Linearwirtschaft. Da müssen auch die Konstrukteure umdenken. Die Konstrukteure schauen nicht ins Kreislaufwirtschaftsgesetz, sondern haben ihre Produktnormen. Sie müssen sich aber künftig mit der Entwicklung kreislauffähiger Produkte, und das betrifft im Übrigen auch Elektronikprodukte, diese unlösbaren Verbindungen, Verklebungen und so weiter, das muss aufhören. Das ist nicht recyclingfähig, das ist nicht kreislauffähig. Und da sind die Konstrukteure gefragt, die Produkte so zu konzipieren. Wir werden im Rahmen der Abfallhierarchie verstärkt Reuse bekommen, also Wiederverwenden, Entschuldigung, statt Recycling. Das steht in der Hierarchie ganz weit oben. Neue Geschäftsmodelle, nutzen statt besitzen. Und wenn wir Recycling machen, dann in jedem Falle hochwertiges Recycling. Und wir müssen Sekundärrohstoffe erzeugen, die Primärrohstoffeigenschaften haben. Deswegen das Thema Qualität ganz wichtig. Das Ganze ist in einem Buch beschrieben, Material Matters. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Da wird es leicht und auch humorvoll beschrieben, wie wir es schaffen, aus der Ressourcenverschwendung herauszukommen. Ja, meine Damen und Herren, ich hatte das eingangs erwähnt. Wir haben ein Projekt mit der Firma Shift GmbH in Nordhessen zusammen mit der Uni Kassel, der Dr. Brüning UG und meinem Büro. Das ist ein Projekt des Bundesforschungsministeriums mit dem Titel Loopphone. Wir erstellen dort eine Lebenszyklusanalyse, das macht die Uni Kassel. Wir entwickeln ein Remanufacturing-Modell, das macht die Firma Shift. Und von meiner Seite aus werden die Rohstoffgehalte mit einer neuartigen Analytik bestimmt, zerstörungsfrei in den Komponenten des Smartphones. Und wir erstellen einen sogenannten Produktpass für dieses Smartphone. Und gemeinsam dann wird eine Recycling Roadmap erarbeitet, um diese Rohstoffe wieder in den Herstellungsprozess der Firma Shift GmbH zurückzuführen. Hier mal so ein Beispiel. Das ist also das Smartphone 6M, was wir untersuchen. Es ist also modular aufgebaut. Sie sehen also auch den Akku kann man entnehmen. Und im Gegensatz zu anderen Geräten ist das also schon von der Konzeption her kreislauffähig angelegt. Hier sehen Sie es nochmal im Detail, dass wir also zum Beispiel die Kamera entnehmen können, oben links. Das habe ich selber vor einigen Tagen gemacht. Geht völlig problemlos. Sie können also die Platinen
über Steckverbindungen lösen. Und insofern ist das Gerät reparaturfähig. Es muss nicht sofort geschreddert, recycelt werden, sondern es kann wiederverwendet werden. Ja, meine Damen und Herren, um diese Kreislaufwirtschaft, die Circular Economy, und das ist ja mehr als nur Recycling, sondern es fängt beim Produkt an, hat die EU vorgeschlagen, und das Bundesumweltministerium arbeitet auch daran, einen sogenannten digitalen Produktpass zu erarbeiten. Wir machen den beispielhaft an diesem Shiftphone 6M, aber ich erstelle auch Produktpässe für andere Produkte, für andere elektronische Produkte, aber zum Beispiel auch für mineralische Produkte oder Produkte, die in Gebäuden verbaut werden. Auch da ist die Zusammensetzung sehr wichtig, um diese Kreisläufe auf hohem Niveau zu schließen. Nun, um diese Rohstoffquellenprodukte zu erschließen, habe ich vor einiger Zeit ein interessantes Unternehmen kennengelernt, was eine Messtechnik, die genauso wie ich im Forschungszentrum Jülich tätig war, dort entwickelt worden ist, nämlich die sogenannte Neutronenaktivierungsanalyse. Und mit diesem Verfahren können wir zerstörungsfrei die Zusammensetzung quantitativ und qualitativ bis in den ppm-Bereich bestimmen. So funktioniert das Verfahren, ohne es im Einzelnen besprechen zu wollen. Mit Neutronen werden Signale generiert, die dann auf das jeweilige Element hinweisen. Meine Damen und Herren, Product Mining bedeutet Rohstoffe aus Produkten, Bergbau an Produkten machen. Circular Economy ist der Abschied von der Linearwirtschaft, neue kreislauffähige Produkte. Abfälle sind Rohstofflagerstätten, effiziente Erfassung, effizientes Recycling und, was ich für sehr wichtig halte, die Hersteller bleiben im Besitz der Rohstoffe. Warum sollen sie die Rohstoffe nochmal beschaffen? Sie haben schon dafür bezahlt, also sollen die Produkte wieder zurück in die Produkte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin nun mit meinem kurzen Überblick am Ende. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Denken Sie bitte daran, Abfälle sind die Rohstofflagerstätten der Zukunft und wir Bergingenieure grüßen und verabschieden uns immer mit einem herzlichen Glück auf. Und das mache ich hier heute auch. Und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Dr. Spoh. Spannendes Thema. Circular Economy an sich, sage ich mal, ist inzwischen ja auch fast schon ein modernes Buzzword. Da gibt es ja viele, viele Facetten. Sie sind seit so vielen Jahren dabei. Frage ist jetzt natürlich mal, ist jetzt der Zeitpunkt wirklich, da dass wirklich was passiert, sage ich mal, weil wir haben die Probleme, ja. Also Sie haben ja die Szenarien beschrieben. Von daher, die Frage wäre grundsätzlich, Sie sagten vorher auch in Ihrer Eingangsrede, die Zeit tickt. Warum ist Circular Economy wichtiger denn je und was ist die letzten Jahre schiefgelaufen? Naja, in den letzten Jahren haben wir uns verstärkt mit dem Thema Abfall beschäftigt. Da haben wir am Ende gedacht, wir müssen im Grunde genommen anders denken. Wir müssen am Anfang beginnen. Am Anfang, nämlich schon bei der Primärrohstoffgewinnung, die muss also unter kontrollierten Bedingungen ablaufen. Es darf nicht sein, dass wir zum Beispiel Tantal, also Coltan heißt das Mineral, in Afrika abbauen und dann steht dann jemand mit dem Maschinengewehr im Anschlag. Und dann wird das Material oder der Rohstoff wird dann für militärische Zwecke oder unter Kontrolle des Militärs gewonnen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Rohstoffe unter menschenwürdigen Bedingungen generiert werden. Das betrifft nicht nur Metalle, sondern es betrifft auch andere Produkte, Textilindustrie zum Beispiel. Dieses Geiz-ist-geil-Prinzip ist also ein Auslaufmodell. Wir müssen wieder zur Kenntnis nehmen, dass Produkte und Rohstoffe einen Wert haben. Das ist Wertschöpfung. Wertschöpfung und das ist nicht zum Nulltarif zu haben. Wir haben es ja jetzt festgestellt, es ist ein Fehler, ein Managementfehler aus meiner Sicht, immer die Produktion in irgendwelche Entwicklungs- und Schwellenländer zu verlagern. Das ist die falsche Entwicklung. Das ganze hochwertige Produkte, die sind eben nicht zum Nulltarif zu haben. Und wir müssen da jetzt was machen. Beim Klimaschutz gilt genau das Gleiche. Da haben wir einfach viel zu lange gewartet. Und viele Menschen sind auch einfach gleichgültig dem Thema gegenüber. Es wird sich hier einiges verändern. Auch die Jugend muss begreifen, dass es also nicht opportun ist, jedes Jahr ein neues Smartphone zu kaufen.
Das mag zwar für das Unternehmen, was sie herstellt, ein interessantes Geschäftsmodell sein, aber man kann auch auf anderem Wege Geld verdienen, indem man langlebige Produkte konzipiert und die dann auch wieder im Kreislauf hält. Ich denke, da ist die Firma Shift ein gutes Beispiel von der Denke her. Ich hätte noch eine Frage jetzt zurück zur Rohstoffgewinnung. Was mir gerade einfällt, wie schaut es aus mit der Ausbeutung alter Hausmülldeponien? Ist das auch eine Chance für uns? Ich denke gerade bei uns im Dorf, ich meine, es ist bis in die 70er Jahre wurde der ganze Hausmüll, Autobatterien, Elektrogeräte, alles irgendwo auf dem Land weggeworfen, deponiert, zugeschüttet. Ja, bin ich Ihnen sehr dankbar für diese Frage, sehr interessante Frage. Ich kann das auch nur bestätigen. Wir haben hier im Rheinischen Revier ja viele Restlöcher, nenne ich sie jetzt mal. Also ich habe ja meine bergmännische Ausbildung unter anderem nicht nur im Steinkohlenbergbau, sondern auch in der rheinischen Braunkohle absolviert, aber auch in Bayern im Erzbergwerk. Und im Rheinischen Revier haben wir eben Resttagebau oder Reste vom Tagebau. Und dort wurden früher natürlich alle Abfälle hineingeschüttet, deponiert, ohne Basisabdichtung und so weiter. Egal ob Lackdosen, Fernseher und so weiter. Das wurde alles dort deponiert. Und insofern sind das die Rohstofflagerstätten der Zukunft. Da haben Sie vollkommen recht. Und da ist man auch dran, im Harz zum Beispiel auch, dort diese Lagerstätten wieder zu erschließen. Da sind also hohe Metallgehalte drin und die sollte man durchaus wieder erschließen. Gerade auch vor dem Hintergrund jetzt der derzeitigen politischen Situation kommen solche Dinge erstaunlich schnell voran, weil die Zeit drängt. Wir müssen uns abkoppeln von irgendwelchen Ländern, die uns politisch unsichere Bedingungen schaffen und dadurch in enorme Schwierigkeiten für unsere Wirtschaft führen. Das zeigt sich ja gerade überdeutlich. Gell? Ja, definitiv. Sie sagten vorher kurz, dass die Industrie zu einem ganz, ganz hohen Grad überhaupt gar nicht weiß, was sie in ihren Produkten verbaut. Und die Probleme sind offensichtlich. Wie kommt das? Ist es Blauäugigkeit? Ist es einfach, man fokussiert sich zu stark auf neue Produktentwicklung und auf Preispolitik? Oder woran liegt sowas, Herr Dr. Spohr? Das kann ich Ihnen sagen. Ich hatte ja erwähnt, dass ich eine Ausbildung im Qualitätsmanagement, ich habe also einige Qualitätsmanagementsysteme auditieren dürfen. Wenn ich in ein Unternehmen komme und ich komme in sehr viele Unternehmen, dann sehe ich also relativ schnell, und das ist einfach die Erfahrung der letzten Jahre, dass also die zwar ein Qualitätsmanagementsystem haben, aber wird dieses Qualitätsmanagementsystem immer gelebt? Ist das Informationsmanagement auch zeitgemäß? Also da fristen viele Abteilungen ihr eigenes Dasein. Entweder werden Arbeiten doppelt gemacht oder Arbeiten werden nicht erledigt. Das habe ich also in mehreren Unternehmen schon festgestellt. Also es reicht nicht aus, ein Zertifikat an die Wand zu hängen, sondern wenn man Qualitätsmanagement wirklich machen will, dann fängt das beim Kopf an. Das fängt ab bei der Geschäftsleitung, also dieses Top-Down-Prinzip, oder eben auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Basis. Und da ist eben der Einkauf, fristet da so ein Schattendasein. Der hat vielleicht einen Vertrag, wo es drin steht, dass er also möglichst preiswert bestellen muss. Aber er hat nicht unbedingt immer den Überblick, das kann er auch nicht leisten. Wo kommen die Rohstoffe letztendlich her und wo gibt es also Versorgungsengpässe? Er muss also auch im Dialog stehen. Die Geschäftsleitung muss den Überblick behalten. Sie muss dafür sorgen, dass das Unternehmen schwarze Zahlen schreibt. Aber der Einkauf muss im engen Dialog mit der Geschäftsleitung stehen und auch die Entwicklungsabteilung muss dann kommunizieren, welche Rohstoffe gebraucht werden. Und der Einkauf muss Augen und Ohren am Markt haben. Und das läuft leider unbefriedigend, weil die einzelnen Bereiche nicht ausreichend kommunizieren, nach meiner Erfahrung. Sehr schön, herzlichen Dank. Martin, hast du eine Frage an Dr. Spohr? Ich habe definitiv als alte Quasselstrippe habe ich. Hast du noch? Ja gut, was mir noch auffällt, was ich noch einwerfen wollte, was mich echt wundert, dass wir da wirklich noch nicht weiter sind, auch in unserer Beschaffungskultur. Wir reden ja von Kreislaufwirtschaft jetzt nicht erst seit gestern, sondern das geht doch schon seit Jahrzehnten, oder? Das wundert mich schon. Das ist richtig. Und wie mich würde noch in dem Kontext interessieren, vielleicht kurze Antwort noch auch, wie erziehen wir uns selber um? Ich sage mal, wir können nicht der jüngeren Generation vorwerfen, dass sie immer das neueste Handy möchte, aber wir müssen uns alle irgendwie in den Spiegel blicken und überlegen, wie wir unser Konsumverhalten in die Richtung verändern. Was ist denn da was wäre denn da Ihr Ansatz oder Ihre Empfehlung auch so an die Runde da draußen?
Nun, ich hatte ja erwähnt, dass also jetzt die Bestrebungen laufen, einen Produktpass einzuführen. Das ist ja ein Instrument, was auch an den Handel geht. Es liefert ja Informationen, da kann man sich auch darüber informieren, welche Schadstoffgehalte in Produkten sind. Ich will das mal an einem Beispiel klar machen. Wir haben im Moment ein Projekt, da geht es um Tonerkartuschenrecycling. Darüber kann man sich also auch informieren. Wenn Sie für einen Vierfarb-Laserdrucker im Internet Kartuschen für 59 € beschaffen können aus Hongkong und Co. und sie kosten zumindest als Rebuild-Kartusche dann vielleicht das 4- bis 5-fache, dann können Sie sich vorstellen, dass diese Produkte nicht rechtskonform sind. Die werden rechtswidrig hier auf den europäischen Markt gebracht und enthalten Schadstoffe, die also enorme Probleme bereiten. Das ist mal ein Beispiel. Der Verbraucher sollte sich einfach darüber informieren. Ich sagte ja, hochwertige Produkte sind nicht zum Nulltarif zu haben. Die sind dann schadstoffhaltig oder sie sind nicht kreislauffähig und so weiter. Da hat der Bürger die Möglichkeit, auch über Verbraucherzentralen sich zu informieren und das sollte er auch machen, alt wie jung. Was schätzen Sie, wie groß sind die Chancen oder wann wird dieser Produktpass kommen? Der Produktpass wird relativ schnell kommen. Ich bin jetzt in der übernächsten Woche wieder bei einem Seminarveranstalter. Dort wird auch der Dr. Petersen aus dem Bundesumweltministerium, wie auch schon in den vergangenen Jahren, wieder vortragen und uns die neuen Entwicklungen aus dem Bundesumweltministerium vorstellen. Er hat das auch schon angedeutet, dass das BMU also daran arbeitet, diesen Produktpass, der ja von europäischer Seite kommt, auch im nationalen Regelwerk zu integrieren. Das wird also nicht sehr lange auf sich warten lassen. Herr Dr. Spohr, die Zeit endete wie immer viel zu schnell. Wir freuen uns sehr, sehr, dass Sie dabei waren. Wir haben ein paar Fragen auch noch, die wir hier sammeln, hier auch vor allen Dingen per E-Mail an redaktion@greentech.live bitte. Die würden wir weiterleiten, und wir würden Sie vermutlich auch noch mal nachher ansprechen für unser Panel, das wir geplant haben für heute Nachmittag, haben wir ja im Vorfeld auch gesprochen. Da wird Sie die Silvia aus der Redaktion auch noch mal kurz ansprechen, aber also mir hat es viel Spaß gemacht. Super Kick-Off, ganz herzlichen Dank für Ihre Erfahrungen, die Sie da einfach mal mit reinbringen auch. Und wir bedanken uns bei Ihnen und machen weiter mit der Shilpa.